Hallo Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Kreativ-Espresso auf Ulrike Hirsch TV und auch zu einer neuen gemeinsamen, diesmal vielleicht sogar weltweiten Mal- und Zeichenaktion. Einige von euch erinnern sich vielleicht, im Juni 2017 habe ich die Aktion My Drawing for Peace gestartet. Das war sehr schön und es tauchten immer wieder Fragen auf, ob ich sowas denn nochmal machen würde. Es hat eine Weile gedauert, das ist jetzt über 3 Jahre her, doch ich habe das Gefühl, dass die Zeit jetzt sehr reif ist für einen neuen Start, für eine neue Aktion. Und diesmal nenne ich sie My Drawing for Life 2020 oder 2020. Die Aktion läuft im September diesen Jahres und es läuft wie beim letzten Mal. Es gibt eine Datei, die ich euch bereitstelle, eine PDF-Datei, die könnt ihr euch herunterladen auf Ulrike Hirsch TV. Der Download ist natürlich kostenlos, ihr müsst euch auch kein Kundenkonto dafür anlegen. Einfach nur die PDF-Datei herunterladen, die ausdrucken bei euch zu Hause auf dem Drucker und dann habt ihr ein A4-Blatt, auf dem 30 Felder abgebildet sind. Die sind nummeriert und jeder, der mitmacht, malt an jedem Tag im September eines dieser Felder aus oder voll, gestaltet eines dieser Felder. Das ist relativ unkompliziert und die Einladung ist, dass wir jeden Tag, wenn wir unser Feld füllen, uns auch mit dem Thema My Drawing for Life auseinandersetzen, also meine Zeichnung für das Leben. Meine Zeichnung fürs Leben. Was genau ist denn das Leben? Wir bezeichnen als unser Leben oder als das Leben das, was uns umgibt. Ja, unsere Freunde, unsere Familie, unser Zuhause, unsere Arbeit, unsere Erlebnisse im Alltag. Das nennen wir oft Leben. Das Leben beinhaltet jedoch auch noch viel mehr. Es beinhaltet unser Land oder unser Volk, es beinhaltet die Bäume, die Pflanzen, die Tiere, die Erde, ja, unseren Heimatplaneten. Es beinhaltet die Luft, das Feuer, das Wasser, die Steine, den Boden, auf dem wir gehen. Das Leben beinhaltet auch die gesamte Menschheit. Es beinhaltet die Sonne, den Mond, die Sterne, den Kosmos, ja, das ganze Weltall, das Universum. All das könnte man als Teil des Lebens betrachten. Oft ist es ja so, wenn wir über das Leben nachdenken, über unser Leben oder auch über das Leben im Allgemeinen, dass unser Augenmerk darauf liegt, was uns das Leben bietet oder geboten hat. Ja, ob das Leben uns gut behandelt, ob das Leben gut für uns sorgt, ob es fair ist, ja, ob wir genug vom Leben haben. Das hat alles seine Berechtigung. Doch lasst uns in dieser Aktion auch mal eine neue Sichtweise einnehmen und schauen, was wir dem Leben geben können. Und auch, was wir dem Leben bereits gegeben haben und was wir dem Leben täglich geben. Als ich vergangenes Jahr mein Bild Schöpferblick gemalt habe, habe ich mich sehr intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt, mit dem Thema lebensfördernde Strukturen. Um dort etwas besser einsteigen zu können, lasst uns das Leben einfach mal als Raum vorstellen. Der Raum, der uns umgibt, ja, das Feld, das uns umgibt. Wenn wir uns durch diesen Raum bewegen, durch das Leben, dann erzeugen wir oder erschaffen wir bestimmte Muster. Je nachdem, wie wir ausgerichtet sind, strahlen wir etwas aus in diesen Raum hinein. Ein gutes Beispiel ist eine Party. Wir sind auf eine Party eingeladen und wir gehen dort mit einer sehr, sehr miesen Stimmung hin. Und das hat natürlich einen Einfluss auf diese Party. Unsere miese Stimmung mag durchaus die Stimmung der gesamten Party trüben. Oder wenn wir auf die Party gehen und sehr, sehr glücklich, sehr erfüllt, sehr freudvoll sind, dann hat auch das eine Auswirkung
unter Umständen auch eine sehr intensive Auswirkung auf alle anderen Besucher auf der Party und auf die Party im Allgemeinen. Das heißt, wir erfüllen den Raum um uns herum mit unserer Frequenz, mit unserer Qualität, mit unserer Energie in diesem Moment. Und genauso ist es, wenn wir malen. Wir haben ein weißes Blatt Papier vor uns, das ist noch total unschuldig, unberührt, offen für alles, bereit, auch alles zu empfangen, was wir dem Blatt Papier geben wollen. Und dann schenken wir unsere Kreativität, unsere Aufmerksamkeit, unsere Zeit, unseren Aufwand und unsere Muster, ja, unsere Qualitäten, unsere Eigenheiten, unsere Besonderheiten, unsere ganz speziellen Zusammenstellungen von Talenten. All das schenken wir dem Blatt Papier. Wenn das weiße Blatt Papier eine Analogie ist zu dem Raum des Lebens, der uns umgibt, dann ist der kreative Akt des Malens ein sehr schönes Bild dafür, was passiert, wenn wir den Raum erfüllen, mit unseren ganz eigenen Mustern. Ich benutze in diesem Zusammenhang ganz bewusst das Wort Muster. Denn wenn wir uns in einer bestimmten Qualität befinden, sagen wir Freude, dann erzeugen wir ein Frequenzmuster, eine bestimmte Frequenz, und diese wird von dem Raum, der uns umgibt, als Muster wahrgenommen. Wenn wir uns in einer sehr freudvollen Qualität befinden, dann erfüllen wir den Raum mit freudvollen Mustern. Oder wenn wir uns in einer sehr gedrückten, frustrierten, bitteren, verärgerten Qualität befinden, dann erzeugt auch das Muster. Kommen wir also zurück zu der Frage, was können wir dem Leben geben? Unser Bestes natürlich. Das bedeutet in diesem Fall unsere besten Muster, unsere besten Qualitäten, unsere besten Frequenzen, lebensfördernde Frequenzen. Und meine Einladung ist, dass wir, wenn wir jeden Tag unser Feld auf dem Papier mit unseren Mustern füllen, wenn wir die Kreativität aus uns selbst heraus fließen lassen, dass wir auch mit der Frage spielen und uns in die Frage vertiefen, was kann ich dem Leben geben? Was sind meine lebensfördernden Muster, die ich produzieren kann? Was kann ich tun, um das Leben in meinem eigenen Körper besser zu machen, zu fördern? Ja, was kann ich für meine eigene Gesundheit tun? So könnte man es auch nennen. Doch es ist auch eine Frage dessen, welche Muster bringe ich in meinen eigenen Körper hinein? Sind diese Muster lebensfördernd oder lebensfeindlich? Oder welche lebensfördernden Muster kann ich erzeugen, um mein tägliches Umfeld besser zu machen? Meine Partnerschaft, meine Familie, meine Arbeit, mein Zuhause, mein Garten. Ja, all das können wir mit lebensfördernden Strukturen erfüllen. Wir können weiterfragen, was kann ich für lebensfördernde Strukturen oder Muster erzeugen, um das Leben der gesamten Menschheit besser zu machen, aufzuwerten? Oder das Leben des Planeten bis hin zum Leben des gesamten Universums. In meinem Bild Schöpferblick habe ich die lebensfördernden Strukturen durch sehr farbintensive Muster dargestellt, durch sehr harmonische, ausgewogene, wohl komponierte Muster. Lebensfördernde Muster produzieren oder erschaffen bedeutet nicht unbedingt immer gut gelaunt zu sein oder immer freundlich und fröhlich. Ein lebensförderndes Muster kann auch sein, ganz entschieden Nein zu etwas zu sagen, was dem Leben schadet. Ein lebensförderndes Muster kann auch bedeuten, etwas zu zerstören oder aus unserem Raum zu verbannen, was dem Leben schadet. Das ist ja auch das, was täglich in jedem Moment in unserem Immunsystem passiert. Es ist ein sehr interessantes Thema, das viel
Raum bietet und viel Potenzial bietet zum drüber nachdenken, zum Hineinspüren und zum Entdecken. Und ich möchte euch einladen, gemeinsam mit mir und mit ganz vielen anderen Menschen überall auf der Welt im September jeden Tag lebensfördernde Muster auf dem Papier und auch in unseren Herzen, in unseren Geistern und in unserem Körper zu erschaffen. Lasst uns täglich Zeit finden und das Feld des Tages ausfüllen mit unserem Besten, mit dem Besten, was wir dem Leben zu geben haben. Wenn wir uns dafür Zeit nehmen, ist es ein sehr wertvolles Geschenk. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr außerdem noch täglich euer Feld auf Instagram posten. Ich werde das auf jeden Fall tun und empfehle euch auch hier den Hashtag MyDrawingForLife2020 zu nutzen, also meine Zeichnung für das Leben 2020. Fügt den Hashtag einfach eurem Posting hinzu und dann könnt ihr, indem ihr auf den Hashtag klickt, einfach auch schauen, was die anderen so im Rahmen dieser Aktion für schöne Sachen erschaffen. Und wenn ihr Lust habt, Ende September, wenn die Aktion abgeschlossen ist, mir eine E-Mail zu schicken mit einem Foto von eurem fertigen Blatt, ja, von dem komplett gefüllten Blatt, dann danke ich euch sehr dafür. Ich werde gerne im Laufe des Oktobers von allen Zeichnungen, die ich erhalte, also von allen Fotos, die ich erhalte, ein kleines Video machen und das auch wieder auf YouTube teilen. Schickt mir das Foto einfach per E-Mail an kontakt@ulrikehirsch.de. Schreibt gerne euren Namen dazu und auch das Land, aus dem ihr kommt oder die Stadt und das Land. Und dann freue ich mich darauf, ein Video zu machen mit all den Bildern, mit all den lebensfördernden Mustern, die in der gemeinsamen Aktion im September entstanden sind. Also, lasst uns gemeinsam lebendige Strukturen erschaffen. Jeden Tag im September mit ganzem Herzen, mit wachem Geist und mit einem entspannten Körper. Wir sehen uns. Ich freue mich sehr, wenn ihr mit dabei seid. Der September wird ein guter Monat. Also bis bald und alles Lebendige euch.